Wie läuft das eigentlich mit der jährlichen Verlängerung des philippinischen SRRV-Visums? Muss man dafür in den Philippinen sein? Kann man das remote machen? Und warum überhaupt eine Verlängerung bei einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis? Mit diesen interessanten Fragen wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du dich für das philippinische Rentnervisum SRRV interessierst, dann können wir dich natürlich dabei umfassend unterstützen. Wir haben einen Standort in den Philippinen in Davao City, einer der größten Städte der Philippinen, im Süden des Landes gelegen, auch gut international zu erreichen. Alle unsere Leistungen hinsichtlich der Philippinen und hinsichtlich dem SRRV-Visum findest du auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben ja schon viele Videos zum Thema Philippinen gemacht und auch zum Thema SRRV, dem Rentnervisum, was man in den Philippinen in der Tat schon ab 40 Jahren beantragen kann. Wir haben schon etlichen Mandanten geholfen, dieses Visum zu bekommen. Es ist eine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis, ein unbeschränkter Aufenthaltstitel. Das heißt, wenn du dieses Visum einmal hast, dann kannst du es bis für den Rest deines Lebens nutzen. Dennoch gibt es einen Punkt hinsichtlich dieses SRRV-Visums, der bei vielen auf ein Fragezeichen stößt, der vielen nicht ganz klar ist, und das ist die jährliche Renewal-Gebühr, die man bezahlen muss. Das ist zwar nicht besonders viel, es sind ungefähr $360 pro Ehepaar, aber da denkt man doch, naja, ich dachte, das sei ein unbeschränkter Aufenthaltstitel. Wie kann es also sein, dass ich dieses Visum jährlich erneuern will? Und was bedeutet das ganz konkret eigentlich für den Prozess? Muss ich dafür in den Philippinen sein? Und das ist ja eine wichtige Frage, denn viele nutzen dieses SRV-Visum ja auch nicht primär, um in den Philippinen zu leben, sondern einfach auch als einen Plan B zu haben, als ein Backup zu haben. Das ist ja besonders wichtig, wenn man sich die Lage der Welt anschaut. Man plant also gar nicht jetzt unbedingt permanent in den Philippinen zu leben, möchte aber sich die Vorteile dieses Visums sichern, schon heute für den Fall der Fälle. Da wäre es natürlich nicht besonders attraktiv, wenn man jetzt gerade nicht in den Philippinen ist, und dann müsste man extra dorthin, nur um dieses Visum in Anführungszeichen zu erneuern. Bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen für die, die bisher noch nicht vom SRV-Visum gehört haben, was eigentlich die Vorteile dieses Visums sind und was auch die Vorteile der Philippinen sind. Nun, die Philippinen sind meiner Meinung nach eines der besten, eines der schönsten Länder überhaupt. Sie sind ja auch Teil unserer Hotspot-Liste. Erstmal ein großer Vorteil natürlich: Die Philippinen sind sehr weit weg, relativ günstige Lebenshaltungskosten, tolle Natur, sehr freundliche Menschen, englisches Amtssprache, steuerlich gesehen fantastisch, Ausländer zahlen auf ausländische Einkünfte überhaupt keine Steuern. Gleichzeitig haben die Philippinen ein Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland. Das heißt, gerade wenn du eine Betriebsrente hast, auch als Einmalzahlung, dann kannst du diese steuerfrei vereinnahmen, wenn du in den Philippinen lebst. Wohnungen in den Philippinen sind sehr günstig zu haben. Wir haben viele Mandanten, die mieten in Davao zum Beispiel eine Wohnung für $300 im Monat und noch weniger. Dann bekommst du nicht nur einen Mietvertrag mit allen notwendigen Utility Bills, Strom, Gas, Wasserrechnung, die du ja als Adressnachweise in anderen Ländern und bei Banken dann zum Beispiel benötigst, sondern eben auch eine Steuernummer und mit dem SRV-Visum auch ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat, eine Meldebestätigung, du hast eine Handynummer. Also du hast im Grunde genommen das perfekte Setup in einem steuergünstigen Land, und eben die Philippinen nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch nach OECD-CAS teil. Also wenn du ein Rentner bist, dann ist das ideale Setup für dich, und gerade auch dann, wenn du im Ruhestand bist und vielleicht noch planst, viel zu reisen, dann können im Grunde die Philippinen deine kostengünstige Basis sein. Du kannst in der Welt unterwegs sein, hast aber dieses so wichtige Steuersetup, diese Steuerresidenz, die du dann überall zeigen kannst. In einem Land, das unverfänglich ist, das keine Steueroase ist und eben, wie gesagt, das auch mit allen wichtigen Ländern ein Doppelbesteuerungsabkommen hat. Soweit die Vorteile, und du kannst eben dieses Rentnervisum schon ab 40 Jahren beantragen. Was ist nun mit der Erneuerung? Nun, man muss zunächst mal sagen, es ist eigentlich keine wirkliche Erneuerung. Es ist kein wirkliches Renewal in diesem Sinne. Was einfach die philippinische Regierung von dir will, ist, dass du bezahlst. Du weißt ja, wo du nicht bist, Herr Jesus Christ. Das ist natürlich auch in den Philippinen so. Sie wollen also, dass du für dich und dein Ehepartner, deine Ehepartnerin jedes Jahr diese $360 bezahlst. Wenn du das SRV-Visum hast, dann hast du im Grunde genommen zwei verschiedene Dokumente. Du hast einmal das Visum, das in den Pass eingeklebt wird, und dieses Visum, und das ist ganz entscheidend, ist unbegrenzt
gültig. Das heißt, dieser Aufkleber, der dort im Pass drin ist, den musst du dir im Grunde genommen so lange nicht wiederholen, bis dein Pass abgelaufen ist und dann kannst du dir einen neuen Aufkleber einkleben lassen. Also das ist das eigentliche Visum. Wie gesagt, dieses Visum ist unbegrenzt gültig. Du musst also nirgends deinen Pass einreichen, du musst auf keine Botschaft gehen. Du musst eben auch nicht in die Philippinen reisen. Aber diese kleine Karte, die du bekommst, dieser Personalausweis, jeder SRV-Inhaber bekommt eben einen speziellen Personalausweis, der ist nur ein Jahr gültig. Und wenn du eben deine Renewal-Fee, deine $360 nicht bezahlt hast, dann läuft dieser Personalausweis aus. So, was passiert nun, wenn du nicht pünktlich diese Gebühr bezahlst? Verlierst du dann den Status? Nein, das ist ganz wichtig. Das Visum verliert nicht seine Gültigkeit. Du wirst also nicht aus dem Visumsprogramm herausgeschmissen, nur weil du diese Gebühr nicht bezahlst. Möglicherweise gibt es eine kleine Penalty, die du bezahlen musst, $10 oder sowas. Und nur wenn du jetzt diese Gebühr sehr lange nicht bezahlen wirst, dann besteht möglicherweise die Gefahr, dass das Visum gecancelt wird. Aber unserer Erfahrung nach ist das Risiko eigentlich relativ gering, wenn man zeitnah eben die Gebühr bezahlt, selbst wenn man zu spät ist. Du musst aber natürlich verstehen, dass dieser SRV-Personalausweis ziemlich wichtig ist. Den hast du ja dann in den Philippinen, anstatt dass du den üblichen Ausländer-Personalausweis, die sogenannte ACR-Card hast. Und die wirst du überall im Alltag verwenden, bei der Bank, um dich irgendwo auszuweisen. Und wenn eben der Personalausweis abgelaufen ist, dann macht sie das natürlich auch im Alltag bemerkbar. Der Verlängerungsprozess, dafür musst du nicht in den Philippinen sein. Das kannst du auch außerhalb machen. Da kannst du einfach eine E-Mail hinschreiben. Natürlich unterstützen wir dich dabei, wenn du unser Mandant bist. Da kann man dann online bezahlen oder auch den Betrag überweisen und dann wird die Karte an deine Wohnung in den Philippinen geschickt. Viele Mandanten, die ihre Wohnung in Davao haben, die arbeiten ja mit uns zusammen. Wir schauen dann regelmäßig nach dem Rechten bei deiner Wohnung, vor allen Dingen, wenn du nicht da bist. Wir können also die Karte für dich in Empfang nehmen und dann irgendwo hin an dich senden, wo auch immer du dich gerade in der Welt aufhältst. Also man muss das Ganze richtig einordnen. Letztlich geht es hier nicht um ein Renewal, um eine Verlängerung des Visums, sondern letztlich um eine Gebühr, die du bezahlen musst, wo der Staat Geld von dir will. Mit deinem Aufenthaltstitel an sich hat das aber nur indirekt zu tun. Der ist grundsätzlich nicht in Gefahr, außer du würdest jetzt für sehr lange Zeit diese Gebühr von $360 nicht bezahlen. Das heißt also ganz konkret, du musst nicht in den Philippinen sein, du kannst reisend sein, man kann das alles bequem remote erledigen. Ganz klar ein weiterer Vorteil, den dieses SRV-Visum für den Inhaber hat. Damit hoffe ich nun, dass wir alle Zweifel aus dem Weg geräumt haben. Wenn auch du dich für das SRV-Visum interessierst, dann würden wir dich natürlich gerne bei der Beantragung unterstützen. Was wir für dich tun können, das steht auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Und natürlich, du kannst auch im Vorfeld gerne ein Beratungsgespräch mit uns, mit mir buchen. Auch dazu Link in der Beschreibung dieses Videos. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, sich im Ausland steuerlich optimiert aufzustellen, auszuwandern, zweite Staatsbürgerschaften zu erlangen, Aufenthaltstitel zu erlangen, wie eben das SRV-Visum. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.